Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, diese auffallende und jugendliche Herbst-Winterjacke mit mir zu häkeln. Ich habe sie als Raglan von oben gehäkelt. Der franzige Kragen ist ein cooler Blickfang und angenehm weich um den Hals. Die tief angesetzten Ärmel bieten viel Bewegungsfreiheit und geben euch die Möglichkeit, einen warmen Pullover unter der Jacke zu tragen. Was ihr für die Umsetzung dieses Projektes braucht, findet ihr wie immer auf der Materialseite nach den Intros. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese Jacke nehme ich die Pastello von Gründel. So ein Knäuel hat 200 Gramm und 400 Meter Lauflänge und er besteht zu 58% aus Baumwolle und zu 42% aus Polyacryl. Angegeben ist eine Nadelstärke 5 bis 6. Ich verwende für die Anschlagsreihe eine Häkelnadel Nummer 4 und steige dann auf eine Häkelnadel Nummer 5 um. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste um und steche so ein, dass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. Ich steche in den Querfaden wieder ein, das ist nur ein Faden. Ich hole den Faden durch. Ich masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. Ich steche in den Querfaden ein, hole den Faden durch, häkle sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, eine Schlaufe abmaschen und dann die restlichen 2. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind, und ich mache für die Größe 40-42 circa 54 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch oben hin und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 6 teilbar ist, plus 4 Maschen für die Zunahmen. Ich schreibe euch verwendbare Maschenzahlen oben hin und ihr wählt die Zahl aus, die eurem Maß am nächsten kommt. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Kette hat ca. 54 cm. Und bei mir sind das 82 feste Maschen. Ihr habt euer Maß und ihr wisst eure Zahl. Und jetzt kippen wir die Kette, sodass die schönen Maschen oben sind. Und ich steige jetzt auf eine Häkelnadel Nummer 5 um, damit dieses Maß auch erhalten bleibt. Und
Ich häkle 3 Luftmaschen und bei einer Ausgangszahl von 82 häkle ich 13 Stäbchen. Die anderen Zahlen schreibe ich euch oben hin. Wie gesagt, ihr wisst eure Zahl und oben in der Ecke steht, wie viele Stäbchen ihr bei welcher Ausgangszahl häkeln müsst. Diese 3 Luftmaschen zählen als erstes Stäbchen, damit ist diese erste Masche besetzt und ich häkle weitere 12 Stäbchen, sodass ich insgesamt 13 Stäbchen habe. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Ihr habt eure Anzahl. In die nächste Masche häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Das ist die erste Zunahme. Dann häkeln wir dieselbe Anzahl Stäbchen wie im ersten Abschnitt. Bei mir sind das wieder 13 Stäbchen und wenn ich die gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt und es erfolgt wieder eine Zunahme und eine Zunahme sind 3 Stäbchen in eine Masche. Jetzt häkeln wir die doppelte Anzahl Stäbchen wie in den ersten beiden Abschnitten. Bei mir sind das also 26 und wenn ich die gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt, die doppelte Anzahl wie in diesen beiden Abschnitten. Jetzt folgt die dritte Zunahme, die besteht aus 3 Stäbchen in eine Masche. Jetzt folgt wieder die ursprüngliche Zahl, also die einfache Anzahl. Bei mir sind es 13. Und wenn ich die gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe wieder meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Jetzt kommt die vierte Zunahme. Die besteht wieder aus 3 Stäbchen in eine Masche. Und jetzt muss genau die Anzahl übrig bleiben, die wir gerade gemacht haben, bei mir wieder 13 und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe beendet. Wir haben hier die beiden Vorderteile, hier haben wir die Ärmel und hier ist das Rückenteil. Und wir wenden die Arbeit und wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln alle Stäbchen ab, egal welche Anzahl ihr genommen habt. Wir häkeln bis zur ersten Zunahme und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der ersten Zunahme angekommen und ich habe bis zum mittleren Stäbchen hingehäkelt. Das mittlere Stäbchen ist noch frei und da häkeln wir wieder 3 Stäbchen in eine Masche. Und wir häkeln wieder bis zur nächsten Zunahme auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen. Und bei der nächsten Zunahme sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der zweiten Zunahme angekommen. Hier ist das mittlere Stäbchen der Dreiergruppe und ins mittlere Stäbchen häkeln wir wieder eine Zunahme, die aus 3 Stäbchen in eine Masche besteht.
Und wenn wir uns das anschauen, haben wir jetzt in diesem ersten Abschnitt ein Stäbchen mehr und immer in den Zwischenbereichen haben wir 2 Stäbchen mehr, weil wir auf beiden Seiten eine Zunahme haben. Und wir häkeln wieder bis zur nächsten Zunahme und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich bin bei der 3. Zunahme angekommen und auch hier häkle ich ins mittlere Stäbchen der Dreiergruppe aus der Vorreihe 3 Stäbchen in eine Masche. Bei der 4. Zunahme macht ihr das genau gleich und dann sehen wir uns am Ende der Reihe wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende der Reihe ist es ganz wichtig, dass ihr das letzte Stäbchen in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens häkelt. Wenn ihr weiter unten einstecht, wird dieses Stäbchen hier zu kurz und mit der Zeit zieht sich der Rand zusammen, also unbedingt immer in die 3. Luftmasche das letzte Stäbchen häkeln. Und wenn wir uns das Ganze jetzt noch einmal anschauen, haben wir hier die Ärmel, hier die Vorderteile und hier das Rückenteil. Und von den Maschenzahlen her, wenn wir die beiden Vorderteile zusammenzählen, haben wir gleich viele Maschen wie beim Rückenteil. In den Randbereichen kommt immer ein Stäbchen dazu. In den Zwischenbereichen, wo auf beiden Seiten eine Zunahme ist, kommen immer 2 Stäbchen pro Reihe dazu. Und wir wiederholen jetzt diese zweite Reihe sinngemäß. Wir machen immer die Zunahmen und zwar so lange, ich drehe das jetzt um, bis wir hier vom mittleren Stäbchen bis zum mittleren Stäbchen gemessen die angegebene Breite erreicht haben. Ich schreibe euch die Maße für die verschiedenen Größen oben hin. Und wie gesagt, gemessen wird genau vom mittleren Stäbchen bis zum mittleren Stäbchen. Und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe für meine Größe eine Breite von ca. 54 cm erreicht. Die anderen Maße habe ich euch hingeschrieben. Wichtig ist, ich habe eine ungerade Anzahl an Stäbchenreihen gemacht, denn wir definieren jetzt die schöne Seite. Ich definiere sie so: Hier an der Anschlagsreihe sind die Maschen auf der schönen Seite glatter als hier hinten. Hier seht ihr solche Quermaschen. Dann hängt bei mir der Faden auf der linken Seite und der Arbeitsfaden hängt ebenfalls auf der linken Seite, sodass wir jetzt mit einer Hinreihe die Ärmel abteilen können und dass das bei allen gleich ist. Und zur Passenhöhe, meine Passe hat jetzt circa eine Höhe von 30 cm. Das kann bei euch aber abweichen, vor allem wenn ihr eine andere Größe gemacht habt als ich, aber es kann euch als Richtwert dienen. Am wichtigsten ist, dass ihr hier ausreichend Breite habt. Und jetzt teilen wir in der nächsten Reihe die Ärmel ab und dazu beginnen wir wie gewohnt mit 3 Luftmaschen und wir häkeln lauter Stäbchen bis zur ersten Zunahme und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der ersten Zunahme angekommen. Hier sind diese 3 Stäbchen
in einer Masche aus der Vorreihe und ich häkle bis ins mittlere Stäbchen. Aber nur ein Stäbchen. Das dritte Stäbchen bleibt frei. Also bis ins mittlere Stäbchen häkeln, dann klappen wir den Ärmelteil zusammen, suchen die nächste Zunahme, wie diese 3 Stäbchen, und wir beginnen wieder im mittleren Stäbchen dieser Dreiergruppe und wir häkeln jetzt das Rückenteil hinüber mit lauter Stäbchen bis zur nächsten Zunahme und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der nächsten Zunahme angekommen, habe auch hier das letzte Stäbchen in das mittlere Stäbchen der Zunahme gehäkelt. Auf dieser Seite haben wir den Ärmel abgeteilt und jetzt klappen wir wieder den Ärmelteil zusammen, suchen die Zunahme und häkeln wieder ins mittlere Stäbchen der Dreiergruppe das erste Stäbchen und wir häkeln die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben beide Ärmel abgeteilt und jetzt habt ihr folgende Aufgabe. Ihr müsst jetzt zählen, wie viele Stäbchen ihr jetzt habt, denn in der nächsten Reihe müssen wir die Maschenzahl anpassen. Wir müssen ein paar Maschen zunehmen, damit die Maschenzahl für das nachfolgende Muster passt. Im ersten Schritt einfach jetzt eure Anzahl Stäbchen zählen. Ich mache in der Zwischenzeit dasselbe und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Stäbchen gezählt. Ich habe zusammengezählt vorne 70 Stäbchen und hinten 70 Stäbchen, sind 140 Stäbchen. Wir brauchen für das nachfolgende Muster eine Maschenzahl, die durch 6 teilbar ist, plus eine zusätzliche Masche. Die nächste Zahl bei mir, also die nächsthöhere Zahl, die durch 6 teilbar ist bei mir 144 plus diese extra Masche gibt 145, das heißt, ich muss 5 Maschen verteilt zunehmen und das machen wir in der nächsten Reihe. Bei euch kann das auch anders sein. Ihr müsst von eurer Maschenzahl ausgehen, dann müsst ihr schauen, welches die nächsthöhere Zahl ist, die durch 6 teilbar ist, plus eine zusätzliche Masche und so viele Maschen müsst ihr verteilt zunehmen. Wie gesagt, bei mir sind es 5 Maschen, die ich zunehmen muss und damit ich die gleichmäßig verteilen kann, nehme ich meine Anzahl, das ist 140 bei mir, und teile diese Anzahl durch 6. Das geht sich nicht genau aus, muss es auch nicht. Ich teile es deshalb durch 6, damit wir nicht eine Zunahme ganz im Randbereich haben. Also nicht durch 5, sondern durch 6, durch eine Masche mehr. Das gibt bei mir 23, irgendetwas, das spielt überhaupt keine Rolle. Und das heißt, auf der Rückreihe häkle ich jetzt immer 23 Stäbchen. Und im 24. Stäbchen häkle ich dann 2 Stäbchen in eine Masche. Das ist dann die Zunahme. Ich häkle jetzt zunächst meine 23 Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück.
Ich habe 23 Stäbchen gehäkelt. Wie gesagt, die Zahl kann bei euch auch anders sein. Jetzt häkle ich 2 Stäbchen in eine Masche. Das ist eine Zunahme und diese 2 zähle ich jetzt gleich wieder mit. 1, 2 und zähle wieder auf 23 bei mir. Und dann mache ich wieder 2 Stäbchen in eine Masche und das Ganze mache ich 5 Mal. Die Anzahl der Stäbchen, die am Ende der Reihe noch übrig bleibt, muss nicht genau 23 sein. Das kann auch ein bisschen anders sein, es spielt keine Rolle. Einfach verteilt über die Reihe so viele Maschen zunehmen, wie ihr braucht, damit ihr auf eine Anzahl kommt, die durch 6 teilbar ist, plus eine zusätzliche Masche. Solltet ihr dabei Hilfe brauchen, könnt ihr mir gerne eure Anzahl schreiben und dann helfe ich euch weiter. Ich mache jetzt die Reihe so zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe diese Rückreihe beendet, habe verteilt in meinem Fall 5 Stäbchen zugenommen und nur zur Erklärung, ab der letzten Zunahme, die ist hier, sind dann zum Beispiel 30 Stäbchen noch verblieben. Das spielt also überhaupt keine Rolle. Es muss nicht ganz genau sich ausgehen. Wichtig ist, dass ihr jetzt noch einmal nachzählt, ob ihr wirklich eine Maschenzahl habt, die durch 6 teilbar ist, plus eine extra Masche, damit sich das nachfolgende Muster, das jetzt kommt, ausgeht. Und wir befinden uns wieder auf der schönen Seite. Wie gesagt, das erkennt ihr hier an der Anschlagsreihe, beziehungsweise der Anfangsfaden hängt links und der Arbeitsfaden ebenfalls links. Das Muster besteht aus 2 Reihen. Die erste Reihe ist eine Hinreihe, die beginnt mit 3 Luftmaschen und 2 zusätzlichen Stäbchen in die erste Masche, sodass wir im allerersten Maschenkopf 3 Stäbchen haben. Dann folgen über die nächsten 5 Stäbchen 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, stechen ins erste Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, ein Umschlag, in die zweite Masche einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen, das Ganze ein drittes Mal und ein viertes Mal und noch ein 5. Mal. Wir haben 6 Schlaufen auf der Nadel. 2, 4, 6. Wir haben 5 nicht ganz fertige Stäbchen gemacht. Jetzt maschen wir diese 6 Schlaufen alle gemeinsam ab. In die nächste Masche kommen 5 Stäbchen in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben gemacht 3 Stäbchen in eine Masche, das ist eine halbe Muschel, dann 5 zusammen abgemaschte Stäbchen und in die nächste Masche 5 Stäbchen in eine Masche. Und das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Über die nächsten 5 Stäbchen folgen wieder 5 zusammen abgemaschte Stäbchen.
alle Schlaufen abmaschen und in die nächste Masche 5 Stäbchen in eine Masche. Und jetzt wieder 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder 5 Stäbchen in eine Masche und so weiter. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe muss eine Masche übrig bleiben und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig und am Ende muss das so aussehen. Hier sind 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Das Ersatzstäbchen der Vorreihe ist noch übrig und in dieses Ersatzstäbchen in die dritte Luftmasche häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Das ist ganz wichtig. Wir hatten am Anfang eine halbe Muschel aus 3 Stäbchen und wir haben auch hier eine halbe Muschel. Sollte das Ende bei euch anders aussehen, habt ihr irgendwo einen Fehler gemacht. Ihr müsst konsequent darauf achten, dass immer ein Berg, ein Tal, ein Berg, ein Tal sich abwechseln. Man muss hier gut aufpassen. Es ist schnell passiert, dass man hier einmal einen Fehler macht, aber spätestens am Ende der Reihe merkt man es und dann müsst ihr schauen, wo der Fehler liegt. Es muss das Ende genauso ausschauen wie bei mir. Und wir wenden die Arbeit und die Rückreihe ist dafür ganz einfach. Die besteht aus lauter Stäbchen. Wir starten mit 3 Luftmaschen und hier müsst ihr einfach nur aufpassen, dass ihr in jede Einstichstelle, die vorhanden ist, ein Stäbchen häkelt. Auch hier, diese Masche sieht etwas anders aus, aber in jede Einstichstelle muss ein Stäbchen hinein und zur Kontrolle, es muss dieselbe Maschenanzahl herauskommen wie in dieser Stäbchenreihe, genau dieselbe Anzahl. Bei mir sind es 145 und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier ist es ganz wichtig, dass ihr das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkelt. Nicht weiter unten einstechen, immer in die dritte Luftmasche, sonst zieht sich der Rand mit der Zeit zusammen. Und das war schon das ganze Muster. Es besteht wie gesagt nur aus diesen 2 Reihen und ich zeige euch beide Reihen ein weiteres Mal. Die Hinreihe beginnt immer mit 3 Luftmaschen und 2 zusätzlichen Stäbchen in die allererste Masche, sodass wir 3 Stäbchen in der ersten Masche haben. Das ist eine halbe Muschel. Dann folgen 5 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und dann in die nächste Masche 5 Stäbchen in eine Masche.
Das sieht so aus, immer abwechselnd, konsequent 5 zusammen abgemaschte Stäbchen, 5 Stäbchen in eine Masche. Jetzt folgen also wieder 5 zusammen abgemaschte Stäbchen über die nächsten 5 Maschenköpfe und immer in den 6. Maschenkopf 5 Stäbchen in eine Masche, und das machen wir die ganze Reihe so, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Hier habe ich noch 5 zusammen abgemaschte Stäbchen gehäkelt. Am Ende muss das Ersatzstäbchen der Vorreihe noch übrig sein, und in dieser Reihe häkeln wir in die 3. Luftmasche 3 Stäbchen in eine Masche, also noch eine halbe Muschel, so wie am Anfang der Reihe. Wir wenden die Arbeit, und die zweite Musterreihe besteht aus Stäbchen. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln in jede vorhandene Masche ein Stäbchen, und ihr könnt immer kontrollieren, es muss immer wieder die gleiche Maschenanzahl herauskommen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen, und bei dieser Stäbchenreihe ist es ganz wichtig, dass ihr in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens das letzte Stäbchen häkelt und dass ihr immer wieder auf dieselbe Maschenanzahl kommt. Das passiert aber ganz automatisch, wenn ihr konsequent in jede Masche ein Stäbchen häkelt und am Ende dieses letzte Stäbchen auf keinen Fall vergessen. Und wenn wir das jetzt zusammenlegen, so wie es gehört, dann häkeln wir jetzt in diesem Muster weiter, immer abwechselnd diese beiden Reihen, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat, und zwar gemessen vom obersten Punkt gerade hinunter bis zum Rand. Ich werde meine Jacke ca. 70 cm lang machen, und wenn ich soweit gekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ca. 70 cm Gesamtlänge erreicht. Ich habe mit einer Muschelreihe geendet, und jetzt behäkle ich die rechte Seite des Vorderteils, also das rechte Vorderteil. Wir befinden uns also auf der schönen Seite. Und ich beginne mit einer Luftmasche, und wir haben überall am Rand Stäbchen, und ich häkle um jedes Stäbchen herum 2 halbe Stäbchen. Immer von Stäbchen zu Stäbchen springen und um jedes Stäbchen 2 halbe Stäbchen häkeln, und das machen wir bis zum Halsrand hinauf, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Halsrand angekommen. Ich habe um jedes Randstäbchen herum 2 halbe Stäbchen gehäkelt. Hier ist die Anschlagsreihe, und hier in die erste Einstichstelle ganz am Rand häkle ich 3 halbe Stäbchen, und hier schaue ich, dass ich etwas tiefer einsteche, also nicht nur einen Faden erwischen, und ich häkle, damit wir gut um die Ecke kommen, 3 halbe Stäbchen in eine Masche, damit sich die Ecke nicht aufstellt. Und jetzt häkle ich in jede Einstichstelle, die
sich anbietet. Und auch hier steche ich etwas tiefer ein halbes Stäbchen, und zwar bis wir zur ersten Zunahme kommen. Ihr seht hier diese 3 Stäbchen, die wir ganz am Anfang zugenommen haben, und bis hierher häkeln wir und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Zunahme angekommen. Ich höre eine Masche vorher auf und hier häkeln wir 3 zusammen abgemaschte halbe Stäbchen, damit sich der Kragen schön anlegt. Wir holen einen Umschlag, wir stechen in die erste Masche ein, holen den Faden durch. Jetzt mache ich keinen Umschlag mehr, steche in die zweite Masche ein, hole den Faden durch und steche in die dritte Masche ein, hole den Faden durch. Wir haben 5 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Das ist in der nächsten Reihe nur noch ein halbes Stäbchen. Wir haben auf diese Weise 2 Maschen abgenommen und wir häkeln bis zur nächsten Zunahme halbe Stäbchen, und da zeige ich euch das ein weiteres Mal. Willkommen zurück, ich bin bei der nächsten Zunahme angekommen. Immer eine Masche vorher aufhören und dann einen Umschlag holen, den Faden durch die erste Masche holen, den Faden durch die zweite Masche holen, den Faden durch die dritte Masche holen. Wir haben 5 Schlaufen auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Und das machen wir mit allen Zunahmen so. Und wenn wir auf der anderen Seite des Kragens angekommen sind, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin auf der anderen Seite des Halsrandes angekommen, da wo wir die Jacke begonnen haben. Dieses Anhängsel hier nicht beachten, die letzte Masche ist diese hier ganz am Rand, ohne dieses Anhängsel. Und hier häkeln wir wieder 3 halbe Stäbchen hinein in die gleiche Öffnung und wir häkeln über den Faden drüber und häkeln die Kante wieder hinunter auf der anderen Seite, und da häkeln wir wieder um jedes Randstäbchen herum 2 halbe Stäbchen, und den Faden führe ich hinten mit und häkle drüber, dann ist der schon versorgt. Und am Reihenende sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder am unteren Rand der Jacke angekommen und habe auch hier um jedes Randstäbchen 2 halbe Stäbchen gehäkelt, und jetzt häkeln wir die Reihe wieder zurück. Ich beginne immer mit einer Luftmasche und starte gleich im ersten Maschenkopf mit dem halben Stäbchen und häkle die Kante wieder hinauf bis zur Ecke, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Halsrand angekommen. Hier seht ihr die 3 halben Stäbchen in einer Masche. Schaut hier unten, hier sieht man das gut, welche 3 zusammengehören. Ins erste häkeln wir ein halbes Stäbchen und in das mittlere, das genau in der Ecke liegt, häkeln wir wieder 3 halbe Stäbchen in eine Masche, dass wir gut um die Ecke kommen. Und wir häkeln bis zu dieser Abnahme, und da sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin bei der Abnahme angekommen. Eine Masche sieht ein bisschen anders aus, weil hier mehrere Fäden drin sind, und eine Masche davor beginne ich wieder mit der Abnahme. Ich hole einen Umschlag, steche ein, hole den Faden durch, dann in die mittlere Masche und in die Masche danach. Masche alle gemeinsam ab. Und das machen wir bei allen Abnahmen so, die wir in der Vorrunde gemacht haben. An der Ecke wieder 3 halbe Stäbchen in eine Masche, dann die Kante wieder hinunter häkeln und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben jetzt 2 Reihen halbe Stäbchen gehäkelt. Bei einer dünnen Wolle würde ich 4 Reihen machen, bevor wir die Knopflöcher einteilen. Ich habe die Einteilung vorbereitet und ich erkläre euch jetzt genau, wie ich das gemacht habe. Ich habe beim obersten Knopfloch begonnen, ganz an der Ecke. Dieses halbe Stäbchen, wo dann 3 in eine Masche kommen, das muss frei bleiben. Die nächsten 2 habe ich mit einer Klammer zugedeckt. Dann habe ich hier ungefähr 9 cm zwischen den Klammern, aber ich habe natürlich auch die Maschen gezählt. Ich habe immer 12 Maschenköpfe bis zur nächsten Klammer, das kann bei euch anders sein, und dann habe ich wieder 2 Maschen zugedeckt mit einer Klammer, wieder 12 Maschenköpfe hinuntergezählt und das bis nicht ganz unten. Ich finde es so schöner. Ihr könnt natürlich auch noch ein weiteres Knopfloch hineinmachen. Ich habe jetzt 6 Knopflöcher eingeteilt. Wie gesagt, nur als Richtwert, bei mir sind zwischen den Klammern ca. 9 cm und 12 Maschenköpfe. Und jetzt häkle ich wieder halbe Stäbchen bis zur ersten Klammer und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Klammer angekommen und wir machen das so, wir nehmen die Klammer weg und diese beiden Maschenköpfe überspringen wir mit 2 Luftmaschen. Also diese beiden auslassen und dann wieder halbe Stäbchen häkeln bis zur nächsten Klammer und überall das gleiche machen. Immer die Klammer wegnehmen, 2 Luftmaschen häkeln, 2 Maschen überspringen. Das sieht so aus und das machen wir mit allen Knopflöchern so, und an der Halskante oben sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der obersten Klammer angekommen. Ich habe 2 Luftmaschen gehäkelt, ich entferne die Klammer, überspringe diese beiden Maschen und in die Eckmasche häkle ich wie gewohnt 3 halbe Stäbchen in eine Masche und der Rest der Reihe ist absolut identisch mit den Vorreihen. Wir häkeln lauter halbe Stäbchen, wir machen 4-mal die Abnahme im Bereich des Kragens. Wir häkeln in die andere Ecke ebenfalls 3 halbe Stäbchen, dann häkeln wir die Kante wieder hinunter und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder bei der unteren Kante der Jacke angekommen und wir häkeln jetzt die Reihe wieder retour, genauso wie alle Reihen zuvor, mit den 3 halben Stäbchen in den Ecken, mit den Abnahmen, und zwar bis zum ersten Knopfloch, und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe
beim ersten Knopfloch angekommen. Hier sind die 3 Maschen, die wir in der Vorreihe zugenommen haben. In die erste häkle ich ein halbes Stäbchen, in die mittlere 3 halbe Stäbchen und noch ein halbes Stäbchen in die dritte Masche. Dann sind wir beim Knopfloch und ins Knopfloch häkle ich 3 halbe Stäbchen. Dafür häkle ich in diese Masche, die schon ein bisschen ins Knopfloch hineinragt, kein halbes Stäbchen. Die Maschenzahl passt dann wieder, also ich häkle 3 halbe Stäbchen in die Lücke und dann in den nächsten schönen Maschenkopf. Bis zum nächsten Knopfloch und da zeige ich euch das noch einmal. Ich bin beim nächsten Knopfloch angekommen und wie gesagt, diese Masche lasse ich frei. Ich starte dann erst wieder in dieser Masche. Dafür häkle ich 3 halbe Stäbchen in die Lücke und starte dann auf dem nächsten schönen Maschenkopf. Und das machen wir mit allen Knopflöchern so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder an der unteren Kante der Jacke angekommen. Mein Halsausschnitt hat jetzt meine passende Größe erreicht. Ihr müsst schauen, ob er euch so passt oder ob es noch weitere Abnahmen braucht. Am besten macht ihr eine Anprobe und ich mache jetzt keine Abnahmen im Halsbereich mehr. Ich häkle noch 2 Reihen halbe Stäbchen, einmal hin und einmal zurück, aber an den Ecken weiterhin diese 3 halben Stäbchen in die Ecken machen. Und wenn ihr dünneres Material verwendet, dann solltet ihr vielleicht 3 oder 4 Reihen noch machen. Ich mache noch 2 Reihen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Umrandung der Jacke ist im Moment fertig. Ich häkle hier noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Im nächsten Schritt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel vorbereitet und den zweiten Ärmel machen wir jetzt Schritt für Schritt gemeinsam und wir beginnen auf der schönen Seite. Das bedeutet, wenn die Jacke so da liegt wie bei mir, sind die Knopflöcher auf der linken Seite. Das ist das im Tragen rechte Vorderteil. Und wir beginnen unter dem Arm. Für den zweiten Ärmel muss ich die Jacke jetzt umdrehen. Wir beginnen unter dem Arm und ich beginne in der Masche, wo schon ein Stäbchen drin ist. Hier steche ich ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein. Hier entsteht eine kleine Lücke, aber die wird später mit der Ärmelnaht geschlossen. Und ich steche ein weiteres Mal in dieselbe Masche ein. Das ist das mittlere Stäbchen dieser Zunahme. Hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen. Und jetzt kommen lauter Stäbchen als Untergrund. Und wir häkeln in jedes Stäbchen ein Stäbchen, bis wir wieder unter dem Arm ankommen. Und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und auch hier häkle ich in diese Masche,
wo schon ein Stäbchen drin ist, auf der linken Seite der Masche ein Stäbchen noch hinein. Hier entsteht eine kleine Lücke. Das passt. Und jetzt müsst ihr Folgendes machen. Nehmt euch einen Block und einen Kugelschreiber und notiert euch diese Maschenzahl. Schreibt hin, erste Reihe, bei mir sind es zum Beispiel 57 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ihr habt inzwischen eure Anzahl Stäbchen gezählt und notiert. Und jetzt reduzieren wir die Maschenzahl auf die nächst niedrigere Zahl, die durch 6 teilbar ist, plus 1. In meinem Fall ist die nächstniedrigere Zahl die Zahl 55. 54 ist durch 6 teilbar, plus eine zusätzliche Masche ergibt 55. Das heißt, ich muss um 2 Maschen reduzieren und am einfachsten macht ihr das so. Ihr nehmt die entsprechende Anzahl Klammern und ich brauche ja 2 und setzt euch 2 Markierungen und macht bei beiden Klammern bzw. bei der Anzahl, die ihr abnehmen müsst, das können auch 3, 4 oder 5 sein, immer eine Abnahme und ich zeige euch, wie das geht. Wir wenden die Arbeit und häkeln lauter Stäbchen zurück. Ich beginne mit 3 Luftmaschen und häkle Stäbchen bis zur Klammer und da zeige ich euch, wie man ein Stäbchen abnehmen kann. Willkommen zurück, ich bin bei der Klammer angekommen und das muss überhaupt nicht genau sein, ungefähre Abstände genügen. Und jetzt häkeln wir 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, stechen ins erste Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen noch einmal einen Umschlag, stechen ins nächste Stäbchen ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab. Wir haben 3 Fäden auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab. Das ist in der nächsten Reihe dann nur noch ein Maschenkopf. Wir haben also ein Stäbchen abgenommen und jetzt häkelt ihr von Klammer zu Klammer und macht bei jeder Klammer, die ihr euch gesetzt habt, eine Abnahme und am Ende der Reihe bitte noch einmal nachzählen, braucht ihr eine Maschenzahl, die durch 6 teilbar ist, plus eine zusätzliche Masche. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die zweite Reihe beendet und habe jetzt eine passende Maschenzahl für das Muschelmuster. Wir machen genau dasselbe Muster wie bei der Jacke. Das heißt, die nächste Reihe ist eine Muschelreihe und die beginnt genauso wie vorhin auch mit einer halben Muschel am Anfang. Dann folgen die 5 zusammen abgemaschten Stäbchen. Dann die 5 Stäbchen in eine Masche. Und so weiter. Und die Reihe endet, ganz wichtig, auch beim Ärmel mit 3 Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Ganz genau so häkeln wie bei der Jacke. Ich zeige euch das Ende der Reihe noch einmal und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und wie gesagt, auch hier beim Ärmel endet die Reihe
mit einer halben Muschel. Das sind 3 Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Und wie gesagt, ich würde für jede Reihe eine kleine Notiz machen. Die erste Reihe, da haben wir eine unbestimmte Anzahl an Stäbchen aufgenommen. In der zweiten Reihe haben wir die Maschenzahl reduziert und notiert euch die Zahl, damit der zweite Ärmel gleich wird. Die dritte Reihe ist eine Muschelreihe und jetzt wenden wir und wir machen jetzt eine Reihe Stäbchen und eine Reihe Muscheln mit unveränderter Maschenzahl. Das heißt, diese Reihe Stäbchen, da ergeben sich genau gleich viele Stäbchen wie in der zweiten Reihe und dann folgt eine Reihe Muscheln und dann nehmen wir wieder ab und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 5. Reihe beendet, das ist eine Muschelreihe. Hier ist das Ende der Reihe, da habe ich mir einen Maschenmarkierer gesetzt, denn jetzt folgen 6 Reihen, die dann stets wiederholt werden und wenn ihr diese 6 Reihen dann gemacht habt, immer ins Ende der 6. Reihe wieder einen Maschenmarkierer geben. Wir häkeln jetzt also 6 Reihen, die dann stets wiederholt werden. Und die erste Reihe dieses Mustersatzes, der jetzt folgt, da müssen wir wieder die Maschenzahl reduzieren, damit der Ärmel nach unten hin schmaler wird. Und die einfachste Methode ist, mit Klammern zu arbeiten. Wir müssen immer um 6 Maschen reduzieren, damit sich danach das Muschelmuster wieder ausgeht. Und am einfachsten macht ihr euch am Anfang der Reihe 3 Klammern immer an der höchsten Stelle der Muschel und am Ende der Reihe die letzten 3 Muscheln ebenfalls markieren und in der Mitte brauchen wir keine Abnahmen. Das heißt, wir häkeln jetzt wieder von Klammer zu Klammer lauter Stäbchen und bei jeder Klammer machen wir eine Abnahme, so wie vorhin auch. Also einfach ungefähr bis zur Mitte der Muschel häkeln. Das muss nicht ganz genau sein und am obersten Punkt 2 zusammen abgemaschte Stäbchen häkeln und das insgesamt 6 Mal, einfach einmal bei jeder Klammer und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Maschenzahl jetzt von 55 auf 49 Stäbchen reduziert. Die Zahl kann bei euch anders sein. Wichtig ist, es ist wieder eine Zahl, die durch 6 teilbar ist, plus eine Masche. 48 zum Beispiel ist durch 6 teilbar, plus ein zusätzliches Stäbchen. Und jetzt häkeln wir 5 Reihen mit dieser neuen Maschenzahl, also eine Reihe Muscheln, eine Reihe Stäbchen, eine Reihe Muscheln, eine Reihe Stäbchen, eine Reihe Muscheln. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben jetzt insgesamt 11 Reihen gehäkelt. Die letzten 6 Reihen, die wir gemacht haben, wiederhole ich noch 2 Mal. Ich habe den Maschenmarkierer versetzt in die im Moment 11. Reihe bzw. in die 6. Reihe des Mustersatzes. Jetzt folgt wieder eine Abnahmereihe, so wie ich es euch vorhin gezeigt habe. Also einfach diese 6 Reihen, die wir jetzt gemacht haben,
sinngemäß wiederholen. Ich schreibe euch Richtwerte zur Ärmellänge und Ärmelbreite hin. Das kann bei euch ein bisschen anders sein. Ihr müsst eine Armprobe machen. Bei mir ist es sich so ausgegangen, dass ich 23 Reihen insgesamt gehäkelt habe. Aber wie gesagt, die Anzahl der Reihen kann bei euch auch anders sein und die Maße schreibe ich euch hin, aber am besten macht ihr eine Armprobe und wenn euer Ärmel das gewünschte Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge und die gewünschte Breite erreicht. Ich habe hier ca. 36 cm Länge und so zusammengeklappt noch ungefähr 13 cm Breite, also auseinandergeklappt 26 cm. Das Ganze kann bei euch etwas anders aussehen. Wie gesagt, das findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und jetzt schließen wir die Ärmelnaht und zwar bis hier herauf, sodass auch diese Lücke unter dem Arm dann geschlossen ist. Und dazu hole ich den Faden durch. Ich steche hier durch das erste Randstäbchen durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und häkle dann immer um die Randstäbchen herum 2 feste Maschen und achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen. Ich habe das ein bisschen mit Klammern fixiert und so schließen wir die Naht, immer 2 feste Maschen um die Randstäbchen herum. Dann drehen wir die Jacke wieder auf die schöne Seite um und dann machen wir den Kragen und dann sehen wir uns wieder. Für den Kragen nehme ich die Wollbutt Rio. So ein Knäuel hat 100 Gramm und 150 Meter Lauflänge und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 5. Und ich beginne hier, wo die Knopflöcher sind, ganz oben am Rand und steche in das dritte halbe Stäbchen dieser 3 halben Stäbchen in der Ecke ein. Hole den Faden durch, mache einen Knoten Ich steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen. Und jetzt häkle ich ein zweites Stäbchen in die nächste Masche und dann häkle ich 2 Stäbchen in eine Masche. Zwei Stäbchen nebeneinander und 2 Stäbchen in eine Masche. Und das wechsle ich die ganze Zeit ab. Auf diese Weise erhalten wir um circa 1/3 mehr Maschen, damit der Kragen schön fällt. Also immer 2 einzelne Stäbchen und 2 Stäbchen in eine Masche. Und das machen wir, bis wir hier drüben ankommen. Und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin
am anderen Ende des Halsausschnittes angekommen und habe wieder bis in das mittlere halbe Stäbchen gehäkelt. Es ist egal, ob sich das genau ausgeht oder nicht. Und wir wenden die Arbeit und ich häkle jetzt nur Stäbchen gerade hoch, bis der Kragen ungefähr 12 cm Höhe hat, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Kragen ca. 12 cm hochgehäkelt und die Arbeit damit beendet, und damit er schön fällt, müsst ihr ihn am Rand ein bisschen auseinanderziehen. Und jetzt müsst ihr nur noch die Fäden vernähen, zum Kragen passende Knöpfe annähen, und dann ist unsere wunderschöne Jacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser coolen Herbst-Winterjacke, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.